Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Oma für Einsteiger. Lustiges Geschenk für die werdende Großmutter von Paulus Wennebusch ist ein unterhaltsames und zugleich informatives Buch, das frisch gebackene oder werdende Großmütter auf humorvolle Art und Weise auf ihre neue Rolle vorbereitet. Dieses Werk aus der Einsteigerreihe richtet sich an alle Frauen, die bald Oma werden oder kürzlich geworden sind, aber auch an deren Familienmitglieder, die ein originelles und sinnvolles Geschenk suchen. Mit viel Charme, Witz und einem Augenzwinkern greift der Autor typische Fragen, Ängste und Freuden auf, die Großmütter in Spe beschäftigen. Das Buch versteht es, auf kurzweilige Weise zu informieren und zu unterhalten, ohne die Herausforderungen und die tiefere Bedeutung dieser Lebensphase außer Acht zu lassen. In verständlicher Sprache und mit kreativen Illustrationen nimmt Wennebusch die Leserinnen an die Hand und vermittelt moderne Aspekte des Omas-Seins fernab von angestaubten Klischees. Egal ob als Geschenk zur Geburt des Enkelkindes oder als inspirierende Lektüre zwischendurch, dieses Buch bietet zahlreiche Tipps, Anekdoten und Denkanstöße, die nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken anregen. Es zeigt, dass der Start ins Großmutterdasein turbulent, aber vor allem wunderschön ist. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die neue Rolle als Großmutter. Das Buch widmet sich intensiv der Frage, wie sich das Leben verändert, sobald man erfährt, dass man Großmutter wird. Es beschreibt die Gefühle, die werdende Omas durchlaufen, von Überraschung und Freude bis hin zu kleineren Unsicherheiten, wie man die neue Rolle angemessen ausfüllt. Die Leserinnen erhalten humorvolle, aber ehrliche Einschätzungen zu typischen Herausforderungen und Erwartungen, die mit dem Großmuttersein verbunden sind. Außerdem thematisiert das Buch, wie sich das Selbstbild verändern kann, welche neuen Aufgaben auf einen warten und wie wichtig es ist, sich die eigene Individualität zu bewahren. Der Autor gibt viele praktische Ratschläge, wie man diesen neuen Lebensabschnitt voller Energie und mit viel Freude antritt. Zweitens: Moderne Oma-Typen erkennen und die richtige Balance finden. Paulus Wennebusch spricht im Buch mit traditionellen Vorstellungen davon, wie eine Oma zu sein hat, und stellt verschiedene Oma-Typen vor. Von der fürsorglichen über die aktive bis hin zur digital-affinen gibt es viele verschiedene Wege, diese Rolle zu leben. Das Buch sensibilisiert dafür, dass Alltag und Familienstrukturen heute vielschichtiger sind als früher. Es werden Tipps gegeben, wie man seinen eigenen, authentischen Weg als Großmutter findet und dabei die Bedürfnisse aller Familienmitglieder respektiert. Ein besonderer Fokus liegt darauf, die Balance zwischen sich einbringen und sich abgrenzen zu beherrschen, etwa bei der Unterstützung im Familienalltag, ohne sich selbst zu überfordern oder alte Muster zu erfüllen, mit denen man sich nicht identifiziert. Drittens: Das perfekte Verwöhnprogramm für Enkelkinder. Ein Highlight des Buches ist das Kapitel, das sich liebevoll damit auseinandersetzt, wie Omas ihren Enkelkindern Freude bereiten können. Hier werden zahlreiche Ideen für gemeinsame Aktivitäten, Spiele und kreative Beschäftigungen geboten, modern, flexibel und an die heutige Lebenswelt angepasst. Der Autor zeigt, wie Omas die Welt der Enkel bereichern können, ohne in Konsumwahn oder Leistungsdruck zu verfallen. Stattdessen stehen Werte wie Geborgenheit, Zeit und Aufmerksamkeit im Vordergrund. Das Buch gibt praktische Vorschläge für altersgerechte Unternehmungen, Do-it-yourself-Projekte und Erlebnisse, an die sich Enkel und Großeltern noch lange mit einem Schmunzeln erinnern werden. Viertens: Kommunikation und Beziehung zur eigenen Tochter bzw. Schwiegertochter. Die Beziehung zwischen der frisch gebackenen Oma und der Mutter des Enkelkindes ist oft sensibel. Paulus Wennebusch bietet anschauliche, humorvolle Situationen aus dem Alltag und gibt wertvolle Tipps, wie Kommunikation auf Augenhöhe gelingt. Das Buch beleuchtet typische Konfliktpotenziale wie etwa unterschiedliche Erziehungsstile oder Rollenverständnisse und zeigt Wege auf, wie Verständnis und Empathie gefördert werden können. Das Ziel ist es, gegenseitigen Respekt zu etablieren, Missverständnisse zu vermeiden und einen liebevollen, konstruktiven Umgang miteinander zu finden, damit das Familienleben für alle Seiten harmonisch verläuft. Schließlich der Oma-Alltag. Zwischen Humor,
Stolpersteinen und neuen Perspektiven. Oma für Einsteiger widmet sich auch den ganz normalen, manchmal chaotischen Momenten im Alltag mit Enkelkindern. Das Buch nimmt die Leserin mit auf eine Reise durch kleine Pannen, lustige Missverständnisse und überraschende Situationen, die das Leben als Oma bereichern. Es macht Mut, über sich selbst zu lachen und zeigt, dass nicht jede Situation perfekt gemeistert werden muss. Authentizität, Gelassenheit und Offenheit stehen im Mittelpunkt, um den neuen Lebensabschnitt nicht nur zu bestehen, sondern mit Freude zu gestalten. Der Autor fördert damit ein positives Selbstbild und lädt dazu ein, die Rolle der Großmutter als wertvoll und bereichernd zu erleben, ganz unabhängig von gesellschaftlichen oder familiären Erwartungen. Zusammenfassend: Oma für Einsteiger von Paulus Wennebusch ist das ideale Buch für alle Frauen, die Großmutter werden oder es gerade geworden sind, sowie für deren Partner, Kinder und Freunde, die eine unterhaltsame und bereichernde Geschenkidee suchen. Besonders geeignet ist dieses Buch für Leserinnen, die sich mit Humor und Leichtigkeit auf ihre neue Lebensrolle vorbereiten möchten, ohne auf echte, praktische Tipps und reflektierte Anregungen zu verzichten. Es richtet sich an Omas mit ganz unterschiedlichen Lebensmodellen und Erfahrungen und schenkt Bestätigung und neue Impulse gleichermaßen. Die strukturierte und verständliche Darstellung, der pragmatische Ansatz und der charmante Humor machen dieses Buch zu einer Lektüre, die nicht nur informiert, sondern Mut macht. Das Besondere an diesem Buch ist sein modernes, empathisches Verständnis der Großmutterrolle, die Vielfalt der möglichen Lebensentwürfe und seine Fähigkeit, mit den Erwartungen der heutigen Zeit spielerisch umzugehen. Wer sich für Oma für Einsteiger entscheidet, bekommt ein Buch, das nicht belehrt, sondern ermutigt, die neue Lebensphase mit offenen Armen und einem Lächeln zu begrüßen. Es hebt sich durch seinen Witz, die lebensnahen Beispiele und praktischen Tipps von anderen Ratgebern ab und ist daher ein wertvoller Begleiter für jede werdende Großmutter. Kaufen Sie dieses Buch, wenn Sie nicht nur auf der Suche nach Information, sondern auch nach Inspiration und Freude sind. So wird das Abenteuer Großmutter garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis, wenn Sie unterstützen möchten. Paulus Wennebusch können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.